Glocke, Jungfrau Maria, Halleluja. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wie am Anfang, so jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, so jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, so jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen. Setzt euch. You know, secularism is everywhere. Wisst ihr, die Säkularisierung ist überall. We know, removing the crucifixes, statues, all Christian symbols away from the society. Die Leute entfernen die Statuen, die Symbole, die Kruzifixe, alle christlichen Zeichen von der Gesellschaft. That is one of the signs of the spirit of secularism coming. Das ist eines der Zeichen des Geistes des Säkularismus, der kommt. For Benedict said there are three evil spirits that destroy families. Der Papst Benedikt sagt, es gibt drei böse Geister, die die Familien zerstören. One is the spirit of secularism. Das eine ist der Geist der Säkularisierung. That means to be away with all religious symbols, religious life, etc. Live in this world a happy, prosperous life. Das heißt, uns alle religiöse Zeichen, religiöse Symbole, religiöse Merkmale aus dem Leben zu entfernen und hier ein glückliches, reiches Leben zu führen. You know, in the Catholic Church we say 3 times Oben beim Matratzenmetzner müssen 3 oder 4 Autos LKW eingeparkt haben und die wollen wegfahren. Wenn da oben jemand geparkt hat, wir kriegen ganz großen Ärger. Die haben LKWs eingeparkt. Bitte überlegt, wo ihr geparkt habt und dann fahrt euer Auto bitte sofort weg. Dankeschön. So in the Catholic Church we have 3 times the Angelus. So haben wir in der katholischen Kirche 3-mal den Engel des Herrn. And during the Paschal time, Regina Coeli. Und während der Osterzeit haben wir das Freude zur Himmelskönigin. It's not a prayer to Mother Mary, no, it's a proclamation of the Kerygma of our faith, that means basic truth of our faith. Es ist nicht ein Gebet, sondern es ist eine Verkündigung, ein Ausrufen des Kerygmas unseres Glaubens. Das heißt, das Kerygma ist eines der grundlegenden Wahrheiten unseres Glaubens. In the hand, 3 times pray. So beten wir das 3-mal, dann im Anschluss. You know, another religion is growing in Germany, Islam, praying 5 times regularly, proclaiming their Kerygma, their truth of their religion. Ihr wisst, eine andere Religion wächst im europäischen Raum und sie beten, verkünden 5-mal am Tag ihren Kerygma, ihre Glaubenstradition. They, from the womb of the mother, proclaim, Allah alone is God, Muhammad alone is the messenger. Vom Mutterleib an verkünden sie, Allah alleine ist Gott und Mohammed ist sein Botschafter. They proclaim it even if they are on the train or in work or any time, 5 times a day. Sie verkünden das, ganz egal wo sie sind, ob im Zug, bei der Arbeit, ganz egal wo sie sind. When a child is conceived, both the parents whisper that into the child in the womb. Wenn ein Kind empfangen wird, so flüstern beide Eltern das dem Kind im Mutterleib ein. I know the Christians in Europe, especially in Germany, are scared of Muslims. Ich weiß, die Christen in Europa, insbesondere in Deutschland, haben Angst vor den Moslems. Well, you must know one of the reasons. Ihr müsst eines der Gründe dafür wissen. Those who are in Germany don't want to go, they don't want to pray, they don't want to church.
Jene, die in Deutschland sind, sie wollen keinen Gott, sie wollen nicht beten, sie wollen keine Kirche. If only call upon our God and remain in our prayer, faith and sacrament, our church will be strong. Otherwise, some other religion will take over. Erst wenn wir zu unserem Gott rufen und stark bleiben, unsere Kirche, unseren Gebeten, unseren Sakramenten, wird unser Glaube stark sein. Ansonsten werden wir von einer anderen Religion übernommen. My children, you don't know me. I'm old, I'm sick, I'm with much pain. Meine Kinder, ihr kennt mich nicht. Ich bin alt, ich bin krank, ich habe viele Schmerzen. Sometimes I should take rest in an old age home. Zu einer Zeit, da sollte ich mich im Altersheim ausruhen. You know why I spend time with you. Wisst ihr, warum ich Zeit mit euch verbringe? One of the main reasons to make you real, authentic Catholic Christians. Eines der Hauptgründe ist, um aus euch wahrhaftige, authentische katholische Christen zu machen. There's no other way to resist a new situation. Es gibt keine andere Art und Weise, diese neue Situation widerstehen zu können. Live our Christian life authentically. So wollen wir unser christliches Leben authentisch leben. Number one, ask yourself, how many of you know the angels? Nummer 1, stellt euch mal selbst die Frage, wie viele von euch können den Engel des Herrn auswendig? Second question, ask, do you usually 3 times say that in your home? Die nächste Frage ist, betet ihr das 3-mal bei euch zu Hause? Ask yourself. Stellt euch mal selbst die Frage. If not, begin. Wenn nicht, dann fangt damit an. Then many people find short way, 3 times the glory be. Even now deacon was trying short way, he didn't say. Und dann wollen das viele Menschen abkürzen und sie sagen dann nicht 3-mal, dass er es sei. Selbst der Diakon hat es jetzt abgekürzt, sondern nur einmal gebetet. You listen to the Angelus by the Pope on Sunday in Rome. 3 times the Pope says that. Hörte den Engel des Herrn vom Papst in Rom am Sonntag und ihr werdet sehen, wie der Papst es 3-mal betet. That's a beautiful prayer, 3 times giving glory to the Trinity. Das ist ein wunderschönes Gebet. 3-mal geben wir Ehre der Dreifaltigkeit. Our life is Trinitarian. Unser Leben ist dreifaltig. We know, as the priest come to Mass, he is giving the formula of the Trinity. Wir wissen, so wie der Priester in die Heilige Messe kommt, so sagt er die Formel der We Dreifaltigkeit begin auf. everything in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Wir beginnen alles im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen So Geistes. please don't stop saying 3 times the glory be. So bitte hört nicht damit auf, 3-mal das Ehre sei zu beten. Don't go along with the world, secularization. So geht nicht mit der Welt und mit der Säkularisation. Don't be ashamed to mark the body with the sign of the cross. Mit der Verweltlichung. Schämt euch nicht dafür, euer Leib mit einem Kreuzzeichen zu kennzeichnen. Although I recommended a crucifix, Obwohl ich ein Kruzifix empfohlen habe, it is something external. ist was Äußerliches. But do something on your body by shining your body with the cross. Aber tut etwas an eurem Leib, indem ihr euer Leib mit dem Kreuz kennzeichnet. With that, go deep in your inner self and find the power of the cross. Und so geht tief in euer inneres Selbst hinein und findet die Macht des Kreuzes. Whenever you make the sign of the cross or look at the cross, think of what happened on the cross. Wann auch immer ihr das Zeichen des Kreuzes macht oder zum Kreuz sieht, so denkt über das nach, was am Kreuz geschehen ist. There you receive salvation. Da habt ihr die Erlösung bekommen. If no cross, no salvation. Ohne Kreuz keine Erlösung. I told you, there is a spirit that wants to remove all signs of the cross. Ich habe gesagt, da ist ein Geist, der möchte alle Zeichen des Kreuzes entfernen. That is devil. Das ist der Teufel. Devil runs away at the cross. Der Teufel flieht vor dem Kreuz. He is a God of Saint Benedict. Das ist ein Wort vom heiligen Benedikt. When you say about cross and show a cross, the devil runs away. Wenn ihr über das Kreuz spricht oder ein Kreuz zeigt, rennt der Teufel weg. Yeah, keep Er your flieht. body marked with the cross. Ja? Kennzeichnet euer Leib mit einem Kreuz. Hallelujah. Halleluja. Also when you enter the car, put the sign of the cross. Auch wenn ihr ein Auto betritt, so macht ein Zeichen des Kreuzes. When you are sitting on a table, put a cross. Wenn ihr auf einem Tisch sitzt, so macht ein Kreuz. Then, in the mind, think of the blood of Jesus. Und dann im Kopf denkt an das Blut Jesu. In spirit, dip your finger in the blood and make the mark. Im Geist taucht euer Finger in
das Blut und macht ein Zeichen. Like the houses of the Israelites were marked with the sign of blood. So wie die Häuser der Israeliten mit dem Zeichen des Blutes gekennzeichnet wurden. The second spirit is spirit of materialism. Der zweite Geist ist der Geist des Materialismus. Nothing spiritual. Nicht spirituell. No prayer, no sacrament. Keine Gebete, keine Sakramente. So a material life alone enough. Das ist ein materielles Leben alleine genug. You know, that's why many people left the church. Deshalb haben viele Menschen die Kirche verlassen. The third spirit, relativism. Der dritte Geist, der Relativismus. Ignoring the Ten Commandments and the commandments of the church, each one doing in his or her own way. Sie ignorieren die 10 Gebote, die Gebote des Herrn, und jeder tut so, wie er will. Like Adam and Eve in the Garden of Eden. So wie Adam und Eva im Garten Eden. Obey the spirit of evil rather than the spirit of God. Sie sind eher dem Geist des Bösen gehorsam als dem Geist Gottes. Hallelujah. Halleluja. So these spirits are spoiling individuals and families and the whole world. So verderben diese Geister Individuen, Familien, die ganze Welt. So let's find what we call return to the values of life, my children. So wollen wir zurückkehren zu den Werten des Lebens, meine Kinder. Because of all this influence, we lost the Christian values of the Bible. Und wegen diesen Einflüssen haben wir die christlichen Werte verloren, die Werte der Bibel. Although these are small things I bring to mind as a child. So sind es kleine Dinge, die ich euch wieder in Erinnerung rufen will, so wie ein Kind. Even calling the name of Jesus many times. Sogar den Namen Jesus anzurufen, mehrmals. You say, oh, repetition, repetition. Why repetition? Sagt, oh, wiederholen, wiederholen. Warum denn wiederholen? Look at you, how you feel your body. Is it not by repetition? How many times you drink water? Schaut euch das mal an, wie ernährt ihr euch, wie ernährt ihr euer Leib? Wie trinkt ihr denn Wasser? Es ist How many days you eat the same food? Wie oft esst ihr das gleiche Essen? Yeah, we need repetition in our life to sustain not only body, but the spirit. Wir brauchen Wiederholung, nicht nur um unser Leben, sondern auch um unser Geist aufrechtzuerhalten. So many people ask, why so many times God we so many times calling the name of Jesus? Nonsense, why we need only once enough? Weil viele Menschen fragen, warum so oft den Ehre sei beten, den Namen Jesus anrufen, warum das so oft machen? Einmal ist doch genug. I take only one piece of bread a day, not everything all day. Das heißt, ihr braucht dann nur ein Biss Brot am Tag, dann müsst ihr nicht den ganzen Tag lang essen. Why to take many glasses of water? Take only one glass of water, please. Warum trinkt ihr dann viele Gläser Wasser? Trinkt doch bitte nur ein Glas Wasser. You need to sustain your body. Ihr müsst euer Leib aufrechterhalten. Also your spirit, your mind. Euer Geist, euer Verstand, euer inneres Selbst. Betet. And maybe Hail Mary many times. Vielleicht das gewisse Zeit zu Maria, Maybe oftmals. our Father. Vielleicht den Vater unser. Hallelujah. We Halleluja. need to what we call nourish our soul. So müssen wir unsere Seele ernähren. Okay, now I just for a few minutes I give an introduction to the family tree healing. Nun möchte ich einige Minuten eine Einführung halten für die Familienstammumheilung. I told you, first thing you have to do, although I'm not going to speak very much about what you call your life, personal life, but I'm speaking now more about family tree healing. Ich sage das Erste, was wir tun, da haben wir bereits über persönliches Leben gesprochen, hier sprechen wir mehr aber über die Familienstammbaumheilung. One person came and told me, "For I'm not married, I mean, it's okay, you say that I have no salvation." Eine Person kam zu diesen Exerzitien und sagte, Vater James, ich bin nicht verheiratet. Und bei diesen Exerzitien hast du gesagt, dass ich keine Erlösung habe. Yeah, a famous writer, Thomas Merton, wrote, "No man is an island." Ein berühmter Schriftsteller, Thomas Merton, schrieb, kein Mensch ist eine Insel. And Jesus said, "It's not good for man to be alone." Und Jesus sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. So according to God's plan, we should not be alone. That's the meaning of what I said. Also das, was ich sagte, ist, dass der Plan Gottes, das ist, dass wir nicht alleine sind. When I preaching the same subject in England 1.5 years ago, Als ich das gleiche Thema in England gepredigt habe, vor 1,5 Jahren, a doctor came and told me, kam ein Arzt und sagte mir, I'm not married, I'm 48 years old. Vater James, ich bin nicht verheiratet, ich bin 48 Jahre alt, ich habe keine So Ehefrau. I think I will not go to heaven. So denke ich wäre nicht in den Himmel gehen können. I said, if you are living alone, you will never go to heaven. Und ich sagte, wenn du alleine lebst, dann wirst du nie in den Himmel kommen. Man should not be alone. Der Mann sollte nicht alleine sein. But he looked at me. Dann hat er mich angeschaut.
Is it true, Father? Ist es wahr, Pater Jens? Yes. Ja. But you are alone, Father. Aber du bist allein, Pater I Jens. said, I'm not alone. Sagte, nein, ich bin nicht allein. I told you in the beginning of the talk, no, I have many children. Ich habe euch am Anfang des Vortrags erzählt, ich habe viele Kinder. Then he said, because you are a priest. Ich sagte, aber du bist ein Priester. I said, as a layman also you can have many children. Ich sagte, auch als Laie kannst du viele Kinder haben. How, Father? Wie denn, Pater Jens? And then I asked, how much money you have in the bank? Und dann fragte ich ihn, wie viel Geld hast du auf der Bank? I know. You have much money in the bank as a doctor. Ich weiß, du hast sehr viel Geld auf der Bank als Arzt. And you give much money to various clubs like a Lions Club, Rotary Club. Und du gibst viel Geld für viele Clubs aus, den Lions Club, den Rotary Club. And your life is life of a VIP in the 5-star style. Und du führst ein Leben wie ein VIP in 5-Sterne-Hotels. I'm sorry if I'm wrong. Es tut mir leid, wenn ich mich irre. Why not think of giving that money to some poor people? Warum denkst du nicht darüber nach, dieses Geld den armen Menschen zu geben? That's married. Und so heirate sie. That means have a relationship with them. Das heißt, habe eine Beziehung mit ihnen. You cried. Er weint. No priest, no one ever told me this idea. Kein Priester, kein Mensch hat mir jemals diese Idee gesagt. Let me conclude the story. Ich möchte die Geschichte abschließen. He decided to help 120 poor families in India. Er hat sich dazu entschlossen, 120 arme Familien Indiens zu unterstützen. Every month from his salary he is sending money because a very poor family cannot sustain. Jeden Monat schickt er Geld von seinem Einkommen, weil das sehr arme Familien sind und sie können sich nicht am Leben halten. Last month he called me and told. Vor einem Monat hat er mir geschrieben und sagte mir, Father James, for the first time I visited my wife, my children, my people. er sagte, Pater James, zum ersten Mal habe ich meine Frau, meine Kinder, meine Familie besucht. I have not one wife, 120 wives. Ich habe nicht eine Ehefrau, ich habe 120 I Ehefrauen. visited all their homes. Ich war in all ihren Zuhause. I'm so happy, Father James. Ich freue mich so sehr, Pater James. This is not a technique, it is real. Es ist keine Technik, das He ist die feels Wahrheit. that those are his people. Er empfindet diese Menschen als seine Familie. Yeah, no man can be alone, should not be alone. Kein Mensch sollte alleine sein. So find ways and means to be in a family. So findet Arten und Weisen, in einer Familie zu sein. Also there are ways. Pray for the other people. Es gibt auch andere Arten und Weisen, betet für andere Menschen. Actually pray for my salvation, my future, my heaven. Nicht nur meine Erlösung, meine Zukunft, mein Himmel. Now, there are many ways to have a family. Es gibt viele Arten und Weisen, eine Familie zu haben. Okay? So those who are single here, Jene, die hier Single sind, I don't think I am not speaking to you. denkt nicht, dass ich nicht für euch spreche. Hallelujah. Hallelujah. But we are selecting one subject because the title of the retreat was already announced. It's a family retreat, retreat. Wir fokussieren auf ein Thema, weil das Thema der Exzentrisierung bereits angekündigt wurde. Familienexzentrisierung, Familienstammbaumheilung. There are priests here, there are seminarists here, novices here, Es there are gibt hier sisters here, Priester, Seminaristen, Novizen, and people are not Schwestern, married, divorced. Menschen, die nicht verheiratet sind, geschiedene Menschen. But we are speaking one word, one thing, salvation. Aber wir sprechen eine Sache, ein Wort, die So Erlösung. find out what is for you in these talks. So finde, was für dich ist bei diesen Vorträgen. Hallelujah. But our highlight is on married life. Aber unser Fokus ist im Eheleben. Hallelujah. And you know the majority are married people here. Und wir wissen, die Mehrheit hier sind Eheleute. So we are not excluding anyone. So schließen wir niemanden aus. During the break time, please, Während den Pausen bitte. I'm praying only for those who are physically ill by laying hands. If God allows, tomorrow or day after tomorrow, I'll pray for all of you by laying hands. Während den Pausen bitte ich nur für jene, die körperlich erkrankt sind, durch die Auferlegung der Hände. Morgen und übermorgen, wenn Gott das erlaubt, werde ich dann über euch alle beten mit der Auflegung der Hände für die Ausgießung des Heiligen Geistes. And there'll be a powerful prayer to break the curses. Und es wird ein mächtiges Gebet geben, um die Flüche zu brechen. Don't come individually to tell me, please pray for breaking curse. Aber bitte komm nicht individuell zu mir und mir zu sagen, bitte, dass meine Flüche gebrochen werden. I'll be doing it together after talking about all this.
Ich werde das alles gemeinsam tun, nachdem wir all das besprochen haben. So during break time when I sit down, come only if you have a physical illness with you. It is serious. Also während den Pausen kannst du dich hinsetzen und umhergehen und bitte komm nur dann zu mir, wenn du eine ernsthafte Krankheit hast. Not a little pain in the back and the shoulder. I also have much pain, you know. Nicht ein bisschen Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Ich habe auch viele Schmerzen. I'm sure everyone here has some kind of little pain. Ich bin mir sicher, dass jeder hier irgendwo einen kleinen Schmerz hat. Offer it with the Lord and offer it for the sanctification of your family. So opfere es mit dem Herrn und opfere es für die Heiligen deiner Familie auch. Hallelujah. Halleluja. Don't think only about Heilung. Denk nicht immer nur über Heilung. And don't think Heilung comes through me. It comes from Jesus the Lord. Denk nicht, Heilung kommt durch mich, das kommt von Jesus, den Herrn. Pray. Bete. And you get healing. Und wir werden Heilung And bekommen. I'll be praying together for your healing in the adoration, Mass, etc. Und ich werde dann gemeinsam mit euch beten zur Heilung bei der Anbetung, Heiligen Messe und so weiter. So during the break, come those who are physically ill really and want to pray, I'll pray surely, then sign the book if you want. Während den Pausen, jene, die körperlich krank sind, können zu mir kommen. Ich werde sicherlich für sie beten. Und jene, die ein Autogramm im Buch haben wollen. And you want me to pray for your people who are not here, maybe your children, or husband, or wife, or parents, please write them and keep them in an envelope. Und wenn ihr wollt, dass ich für eure Leute bete, die nicht hier sind, Ehemann, Ehefrau, Kinder, Eltern, so schreibt das auf und tut es in einen Umschlag stecken. As I say in every retreat, you can write a love letter to me. Wie ich sage, bei den Exerzitien könnt ihr mir einen Liebesbrief schreiben. With all your problems. Mit all euren Problemen. Your problem of the family, anything. Eure Probleme, die Probleme eurer Familien und so weiter. And if you write in English, I'll read and understand. Und wenn ihr es auf Englisch schreibt, kann ich das lesen und verstehen. Deutsch also I understand, but I will reply only in English. Deutsch verstehe ich auch, aber ich antworte vielleicht nur auf Englisch. And if you put the email address at the end of your letter, Und falls ihr die E-Mail am Ende eures Briefes aufschreibt, in block letter, in Blockbuchstaben, don't put in small letter, I may not be able to know. schreibt es nicht in kleinen Buchstaben, mit kleiner Schrift auf, I know weil you. dann, Schreibschrift, weil dann kann ich das nicht lesen. I know email is in small letter, I know it. Ich weiß, dass eure E-Mails klein geschrieben sind. So Ich write weiß das. in big letter. Also schreibt es mit den So Blockbuchstaben. that according to my time, I reply. Entsprechend meiner Zeit werde ich das antworten. And if you don't have a email system, Und wenn ihr kein E-Mail-System habt, get not only one big envelope, get a small envelope, put your self-address on the small envelope. also holt euch einen kleinen Umschlag und dann könnt ihr diesen kleinen Umschlag selbst adressieren und das dann wiederum in den großen Umschlag stecken. And put that self-addressed envelope into the bigger one. Und tut diesen selbst adressierten Umschlag in den größeren Umschlag stecken. But don't stick that one. Aber tut das, den kleinen Umschlag nicht zukleben. Because I have to put a stamp and send it by post after putting the letter inside. Denn ich muss dann eine Briefmarke drauf kleben und dann muss ich auch den Rückbrief, meinen Antwortbrief, den ich für euch schreibe, dann da in den kleinen Umschlag stecken und euch dann zurückschicken. I am saying clearly because some people write the address and stick very clear, well, so that I cannot open. Ich sage das, weil manche Leute schreiben da ihre Adressen sehr schön, dann stecken sie ihre Nachricht klein gefaltet da rein und dann kleben sie es zu und dann kann ich es nicht aufmachen. So you must know the self-addressed letter will come back to you. So müsst ihr wissen, dieser selbstadressierte Umschlag ist dann für eure Antwort, falls ihr keine E-Mail habt. I wish that if you have email, write the email only. Ich wünsche mir, wenn ihr eine E-Mail habt, dass ihr nur eure E-Mail And aufschreibt put in the big envelope. und dass ihr euren Anliegen einfach nur in großen Umschlag steckt. There is no need to put the pictures of the people. Es ist nicht nötig, dass ihr Fotos oder Bilder von den Menschen da reinsteckt. On Sunday, I'll have special prayer over the photos. Am Sonntag werde ich besondere Gebete für die Bilder haben. Maybe your family photo, Vielleicht eure Familienfotos people who are sick, oder die Menschen, die krank sind. and have it with you, and I'll be praying especially on Sunday. So habt sie bei euch und ich werde besonders am Sonntag über sie beten. If you are very particular that I should pray by touching, you can keep them, but I'll throw them away, will not send you back the photo. Wenn ihr sehr, also besonders darauf erpicht seid, dass
ich diese Bilder berühre und über sie bete, könnt ihr sie in den Umschlag stecken, aber ich werde sie dann wegschmeißen und ich werde die Bilder nicht zurückschicken. And I give you the guarantee that I will open by myself and pray for your intention. Und ich garantiere euch, dass ich diese Umschläge von mir selber aus öffnen werde und ich werde für eure Intentionen beten. And you can be sure that I'll reply to you if the Holy Spirit tells me. Und ihr könnt euch dessen gewiss sein, dass ich euch antworten werde, wenn der Heilige Geist es mir sagt. Normally I reply. Normalerweise antworte ich. How many are here who have received my letters or emails in the past? Wie viele sind denn hier, die meine Briefe oder E-Mails in der Vergangenheit bekommen haben? Put up the hands, oh many. Hebt die Hände, das sind Can einige. you please stand up? Könnt ihr wieder aufstehen? Yes. So I'm not simply flattering with the words. So sind es einfach nicht nur Schmeicheleien mit Worten. If you ask Richie or his wife, they will tell what I'm doing. In the morning I have 5 hours of physiotherapy. Then after eating something, I sit on the computer replying. Wenn ihr Richie oder ihr Lieben fragt, was ich tue, sie werden euch sagen, am Morgen habe ich 5 Stunden Physiotherapie und danach sitze ich an meinem Rechner und dann schreibe ich eine E-Mail oder antworte ich eine E-Mail nach der anderen. And not simply replying with a prayer. Und ich antworte sie nicht nur, sondern ich bete dafür. So, what is family tree? Was ist der Familienstamm? Each one of you know that you have a mother and father. Ihr wisst alle, dass ihr einen Vater und eine Mutter habt. Even if you are born of a single mother, Selbst wenn ihr aus einer Single-Mutter geboren you werdet, have a father. so habt ihr einen Vater. Perhaps you don't know who he is. Vielleicht wisst ihr nicht, wer er ist. Perhaps you never had a relation or friendship. Vielleicht hattet ihr niemals eine Beziehung oder eine Freundschaft. Or when you were very small, your father or mother died. Oder als ihr sehr klein wart, ist euer Vater oder eure Mutter gestorben. But you have some knowledge you heard from your mother about your father. Aber ihr habt einige Erkenntnis, die ihr gehört habt von eurem Vater oder eurer Mutter. Or your grandmother or someone in the family might have told some stories about your family. Oder eure Großmutter oder jemand in eurer Familie hat euch einige Geschichten über eure Familien erzählt. Perhaps your mother lived an immoral life and as a result you are consumed and gone. Vielleicht hat eure Mutter ein unsittliches Leben geführt und aufgrund dessen wurdet ihr dann empfangen und geboren. But she had a relation with a man and you were consumed. Aber sie hatte eine Beziehung mit einem Mann und du wurdest empfangen. So you have a physical father. So hast du einen körperlichen Vater. Now, bring those to the Lord for blessing. Nun bring dieses zum Herrn zum Segen. I know majority of 99% here know your parents. Ich weiß, die Mehrheit, 99% hier, ihr kennt eure Eltern. Only very few perhaps born of a single mother. Nur sehr wenige von euch wurden von einer einzelnen Mutter geboren. And you have absolutely no knowledge about your father. Und wenn ihr aber überhaupt gar kein Wissen habt über euren Vater, Pray to the Lord for him whom you do not know. bittet zum Herrn für ihn, den ihr nicht kennt. Perhaps if you pray intensively, the Lord may reveal him with his name. Vielleicht, wenn ihr intensiv betet, wird der Herr ihm mit seinem Namen offenbaren. You know, a retreat is a great time of grace. Wisst ihr, unsere Exerzitien sind eine große Zeit der Gnade. Thousands and thousands are praying for this retreat all over the world. Tausende, aber Tausende beten für diese Exerzitien auf der You ganzen must Welt. know, I was preaching in 120 countries. Ihr müsst wissen, ich habe in 120 Ländern gepredigt. In all those places, some people at least are looking at the website and know my program, follow me in prayer. In all diesen Orten, einige Menschen schauen sich meine Website an, mein Programm, und sie folgen mir im Gebet nach. Even some of them write to me clearly before retreat. Father, I'm praying for you. I'm fasting for you and those who attend the retreat. Einige von ihnen sagen, Pater James, sie schreiben mir klar, Pater James, ich bete und ich faste für dich und für die Exerzitien. This morning, when I opened the email, Heute Morgen, als ich die E-Mails geöffnet habe, my superior general in Rome
mein Generalsuperior in Rom, wrote me, Father, I'm going to Vatican for the Holy Mass in St. Peter's Basilica. sagte, Pater James, ich gehe zum Vatikan zur Heiligen Messe in der Petersbasilika. I will offer that Mass for you and for those who are the retreat at Münnerstadt. Ich werde diese Heilige Messe für dich und für jene aufopfern, die bei den Exerzitien in Münnerstadt sind. I had some 7 emails from Muslims who became Christians in Iran and Saudi Arabia. 7 emails. Ich habe 7 E-Mails von Moslems, die christlich wurden in Iran, Irak und Saudi-Arabien. With the same promise of prayers for us here. Mit dem gleichen Gebetsversprechen für uns hier. You must know, 99% don't write, Ihr müsst wissen, 99% schreiben nicht, but they pray. aber sie beten. So all these prayers will be here, All diese Gebete werden hier and heaven will hier be sein. open. Und der Himmel wird offen Blessing sein. will come. Und Segnungen werden kommen. We must have faith. Wir müssen Glauben In haben. faith, when we open our heart, then we can have many blessings. Durch den Glauben müssen wir unsere Herzen öffnen und dann können wir viele I tell you Segnungen haben. honestly, I have the testimonies of several people who never knew about the Father. Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe die Zeugnisse von mehreren Menschen, die nie über den Vater gewusst haben. The Holy Spirit revealed the name and the life of the Father, and were able to pray for the Father. Der Heilige Geist offenbarte ihnen den Namen und das Leben vom Vater. Sie waren dazu in der Lage, für ihren Vater zu beten. So pray, my children. Betet, meine Kinder. So the first thing is your parents, first layer of the family. Die allererste Schicht, die erste Lage eurer Familie sind eure Eltern. And if you any problem with your father or mother, reconcile and love. Und was sein Problem ist mit eurem Vater oder eurer Mutter, so versöhnt euch und liebt. Whether they are alive or died. Ob sie am Leben sind oder verstorben. If they are alive, Wenn sie am Leben sind, make sure after this retreat you will go and see your father, mother, and be in love. Maybe reconciling, asking pardon, getting pardon. vergewissert euch, dass ihr nach diesen Exerzitien hingehen werdet, Vater, Mutter besuchen werdet und dass ihr in der Liebe seid. Maybe going Versöhnt. with a bottle of wine or a cake or a flower. Vielleicht schenkt ihr eine Flasche Wein, Kuchen oder Blumen, Much more with love in the heart. aber umso mehr mit Liebe im Herzen. Share with your grandparents in the second line. Das gleiche mit euren Großeltern in der zweiten Linie. There will be 4 grandparents. Es wird 4 Großeltern geben. Yeah, 2 from the mother's side, 2 from the father's side. 2 mütterlicherseits, 2 väterlicherseits. If they're alive, do the same. Go and meet. Wenn sie am Leben sind, tut das Gleiche. Geht hin und begegnet ihnen. Perhaps they are in the old age home, Vielleicht sind sie im Altersheim or living alone in some places. oder sie leben allein in irgendwelchen Orten. We are here, reconciled in the heart, love, pray, then go and meet and express it. Wenn sie hier sind, so versöhne dich im Herzen, geh hin, begegne ihnen, bring ihnen die Liebe zum Ausdruck. And then the 4th line, great grandparents. Und dann die 4. Linie, Urgroßeltern. Perhaps you may not know them, but know by name. Vielleicht kennt ihr sie nicht beim Namen Or perhaps you have heard stories about them. oder ihr habt Geschichten über sie gehört. And then the 4th generation. Und dann die 4. Generation. Why I say these 4 generations? Warum spreche ich über diese 4 Generationen? It is in the Bible. I'll tell you later. Now I know time because you have to go for lunch. Das ist in der Bibel, ich werde es euch später erzählen, aber jetzt habt ihr keine Zeit, weil ihr müsst erst zum Mittagessen. When God speaks about His mercy, Wenn Gott über sein Erbarmen spricht, He says His mercy lasts unto 1000 generations. und sagt, dass sein Erbarmen hält über 1000 Generationen. And when He speaks about His anger towards sinner and punishment of sinners, Und wenn er über seinen Zorn gegenüber den Sündern und Strafe für die Sünder spricht, He speaks very clearly unto 3 to 4 generations. spricht es sehr deutlich 3 bis 4 Generationen. One example I tell you, Exodus chapter 34, verse 7 onwards. Ein Beispiel gebe ich euch, Exodus Kapitel 34, 7 und weiter. I'll tell more later. Ich werde euch später mehr sagen. So at least make sure that our 4 generations' sins are forgiven. Also vergewissern wir uns, dass wollen wir uns vergewissern, dass die Sünden der vergangenen 4 Generationen vergeben sind. And they are in God. Und dass sie in Gott sind. And we try to do as many parents possible to remove
the negative influence of their sinful life. Und wir wollen versuchen, so viel Sühne wie möglich zu leisten, um den negativen Einfluss ihres sündhaften Lebens zu beheben. Perhaps your parents lived in big mortal sin and died. Vielleicht haben eure Eltern sind in große Todsünde gestorben und Or a grandfather, gelebt und sind gestorben. or grandfather, the second or third or fourth generation. Vielleicht ein Großvater in der zweiten, dritten, vierten Generation. And he was not repenting, he was not going to church, he may be an atheist, a communist. Und er hatte keine Reue, ging nicht in die Kirche, war ein Atheist, ein Kommunist und so weiter. And he died. Und er starb. And you think that perhaps the consequence of sin may be affecting me and my family. Und wir denken vielleicht, die Folgen der Sünde treffen auf mich und meine Familie. I'll be speaking more about it later, what are those consequences which we call curse. Ich werde später mehr darüber sprechen, über diese Folgen, die wir als Flüche verstehen. Don't be afraid because of the word curse that I use from the Bible. Bible used the word curse. Habt keine Angst vor dem Wort Fluch, was ihr aus der Bibel benutzt. In der Bibel steht das Wort Fluch geschrieben. We are used to with the curse when somebody curses. Wir kennen das mit den Flüchen, wenn jemand flucht. I heard many people telling my mother-in-law cursed me, my husband cursed me, my grandfather cursed me. Ich habe viele Menschen gehört, die mir gesagt haben, meine Mutter hat mich verflucht, mein Vater hat mich verflucht, mein Großvater hat mich verflucht, meine Schwiegermutter hat mich verflucht. And we are not used to hear about the curse that comes from our sins. Aber wir sind es nicht gewohnt, von den Flüchen zu hören, die durch unsere Sünden kommen. That is the main theme in this retreat. Das ist das Hauptthema dieser Exerzitien. And about others' curse. Bezüglich der Flüche anderer. And the Lord very clearly says, forgive them, pray for them. Und der Herr sagt sehr deutlich, vergibt ihnen, betet für sie. Hallelujah. Halleluja. Then that curse should have no effect on us. Und dann wird dieser Fluch keine Wirkung haben über uns. For example, if I curse Richie, Zum Beispiel, wenn ich Richie verfluche, Richie should forgive me muss mir Richie vergeben, and pray for me, offer a mass for me, then the curse will go away from him. für mich beten, eine heilige Messe für mich aufopfern und dann wird der Fluch von ihm weichen. If it is an unnecessary curse, Wenn das ein unnötiger Fluch ist, that curse will come upon me, not on him. wird dieser Fluch über mich kommen und nicht über ihn. But some people unnecessarily cursed you. Vielleicht haben Menschen dich unnötig verflucht. Maybe some mad people. Vielleicht verrückte Menschen. Ignore them. In Ordnung. Or people simply on the road or somewhere simply cursed you. Don't ignore them. Oder Menschen auf den Straßen haben dich einfach nur verflucht. Or just say in your heart, bless them Lord, bless him Lord. Oder Bless them. sag einfach nur in deinem Herzen, segne sie Herr, segne sie Herr, segne sie Herr. But there is something more serious than these kind of curses. Aber es gibt was Ernsthafteres wie diese Flüche. Curse coming from our own sins Die Flüche, die von unseren eigenen Sünden kommen and from those who passed away. und von jenen, die dahingeschieden And sind. I'll be speaking about it, Und ich werde darüber sprechen. and then I'll give you a solution how to remove them. Und dann werde ich euch Lösungen geben, wie wir das entfernen können. So before that, find out your what you call ancestors in the four lines, the four back lines. So, davor, so findet eure Vorfahren der vergangenen 4 Generationen. Maybe even beyond fourth generation, there must have been big murderer or communists or who brought so many disasters in your family. Vielleicht von der 4. Generation gab es große Mörder, Kommunisten, die Desaster in eure Familien gebracht haben. Maybe in the fifth or sixth or seventh generation, Vielleicht in der 5., 6. oder 7. Generation. where you heard a story from your father or mother. Vielleicht habt ihr diese Geschichte von Vater oder Mutter gehört. I may not be speaking much about that, but you can apply the same for them also. Ich werde das nicht sehr darauf eingehen, aber das Gleiche könnt ihr auf sie anwenden. Forgiving them and praying for them, offering mass, doing penance, etc. Ihnen vergeben, für sie beten, heilige Messen aufopfern, Sühne leisten und so weiter. I'll be speaking all these maybe in the evening onwards or tomorrow. Ich werde vielleicht heute Abend darüber sprechen oder morgen. In the afternoon, you will hear about sin. Heute Nachmittag werdet ihr über die Sünde Especially hören. sin committed by families, family life. Insbesondere Sünden durchs Familienleben. Not only your sin, maybe that you will be able to identify the sin of your parents, grandparents, and the negative influence of those sins on you.
Vielleicht nicht nur eure Sünden, sondern die Sünden eurer Eltern oder eurer Großeltern und die negative Auswirkungen dieser Sünden über euch. For example, afternoon you may hear about adultery. Zum Beispiel hört ihr heute Nachmittag über den Ehemann. Unfaithfulness to the husband or wife. Untreue dem Ehemann, der Ehefrau gegenüber. You may think that you are not doing that. Ihr denkt, ihr tut es vielleicht nicht. Then ask, was your father or mother like that? Dann stellt euch die Frage, war euer Vater oder Mutter so? Or any of the grandparents? Oder irgendeines eurer Großeltern? And perhaps you may know, yes, my father was an adulterer. Und dann wissen wir vielleicht, ja, meine Mutter war eine Ehebrecherin. My mother was immoral. Meine Mutter war unsittlich. Take that sin and say, Lord, have mercy. So nimm diese Sünde und sag, Herr, erbarme dich. So in the afternoon, when we talk about sin, Also heute Nachmittag, wenn wir über die Sünden sprechen, look to your own conversion siehst du deine eigene Bekehrung and ask Him God's mercy for you and for your ancestors. und bitte Gott um Erbarmen für dich und für deine Vorfahren. Don't just listen these talks in the Sutti just out of curiosity to feel your intellect. Hört diese Vorträge nicht nur bei diesen Exerzitien aus der Neugierde heraus mit eurem Intellekt. The word become flesh in you. So lasst es so, dass das Wort in euch Fleisch wird. That means apply to yourself and your family. Das wendet das an euch selbst und eure Familien ab. Maybe the sin you hear maybe about your son or daughter. Vielleicht die Sünde, die ihr hört, betrifft euren Sohn oder eure Tochter. Take those sin and ask God's mercy. So nimmt diese Sünde auf euch und bittet Gott um Erbarmen. And if you're so loving that person, take that sin on you and say, Lord, have mercy on me. Und wenn ihr diese Person liebt, so nimmt die Sünde diese Person auf und sagt, Herr, war aber nicht meine. If I love Richie so much, Wenn ich Richie sehr liebe and I see his sin, und ich sehe seine Sünde, I have two ways to pray for him. so habe ich zwei unterschiedliche Arten und Have Weisen mercy on Richie. für ihn zu beten. Ich kann sagen, Herr, erbarme dich This Richie. I call prayer from distance. Das ist, was ich als Gebet aus der Ferne But I love Richie so much bezeichne. as my son. Aber ich liebe Richie so sehr, wie meinen Sohn. I take his sin and say, Lord, have mercy on me. Ich nehme seine Sünde auf mich und sage, Herr, erbarme dich meine. That is very personal, very loving, that God will look with more kindness. Das ist sehr persönlich, sehr liebevoll und das wird der Herr. Und der Herr wird zudem mit größerer Güte sehen. Where there is love, there is God. Da wo Liebe ist, ist Gott. From distance I say, have mercy on Richie. Aus der Ferne sage ich, erbarme dich Richie. Perhaps God may listen to me and show mercy. Vielleicht zeigt der Herr mir seine Barmherzigkeit und hört Not mich. so much love. Und er hört mich, aber da ist vielleicht nicht so viel I'm Liebe dabei. saying, oh, I'm good, I'm holy, I'm not like Richie. Ich sage, ich bin gut, ich bin heilig, ich bin nicht so wie Richie. Richie is a sinner. Richie ist ein Sünder. Please have mercy on him. Bitte erbarme dich sein. I'm good, I pray, I go to church, I'm in holiness. Ich bin gut, ich bete in kirchlich, ich bin in Heiligkeit. There's a kind of judgment, Da ist eine Art von Verurteilung, a kind of discrimination which is against love. sondern von Diskriminierung gegen die Liebe. I don't know how much that prayer will be pleasing to God, maybe pleasing. Ich weiß nicht, inwiefern dieses Gebet Gott wohlgefällig sein wird. Vielleicht gefällt es ihm. When the prayer is with more love, Wenn das Gebet mit mehr Liebe ist, God will act with more love. wird Gott mit mehr Liebe agieren. This is what I do. Das ist, was ich tue. And I'm sharing with you what I do in my spiritual life. Ich teile das mit euch, was ich in meinem spirituellen Leben tue. And I speak more, now close your eyes. Ich werde dann mehr sagen, schließen nun die Augen. Offer yourself, family to God. Bringt euch selbst und eure Familie dem Herrn. Lord Jesus, I was just giving an introduction, the way how they can think about family to healing. Ich möchte eine Einführung halten, und zwar, wie Sie über die Familienstammumheilung denken sollen. Holy Spirit, Lord, come with your wisdom and knowledge to make them understand more and more the negatives that are in their lives and the lives of the family. Heiliger Geist, Herr, komm mit Weisheit und Erkenntnis, damit Sie mehr und mehr das Negative in Ihrem Leben, in Ihren Familien verstehen. And help them to rely on your mercy, Lord. Und helf ihnen, sich auf dein Erbarmen zu verlassen, O Herr. And by your mercy, show your love and forgiveness. Und durch dein Erbarmen offenbare ihnen
deine Liebe und deine Vergebung. Mary, Mama, good mother, take each one here to the heart of your son and pray for them. Maria, Mama, gute Mutter, führe jeden Einzelnen hier zum Herzen deines Sohnes Jesus und bete für sie. You are a woman. Du bist eine You are a Frau, wife. du bist eine Ehefrau, You are a mother. du bist eine You Mutter, are a widow. du bist eine And you Witwe know the problems of your family. und du kennst die Probleme einer Take Familie. all the problems of these families to the heart of your son and pray with them and pray for them. Führe alle Probleme dieser Familien zum Herzen deines Sohnes und bete mit ihnen, bete für sie. Amen. Amen. Now we go and we branch with about the next time and then we come back. I'll be here on the desk after 15 minutes. I have to go to the toilet and come back. Gehen wir und dann wird der Franz uns jetzt über das kommende Programm aufklären. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten werde ich dann wieder da sitzen und für euch da sein, nachdem ich zur Toilette gegangen bin. If anybody is fasting or abstaining from food, abstaining your mortification, offer it for you and your family. Wenn jemand fastet oder Abtötung leistet, so offert es für euch und für eure Familien auf. Okay? Okay? Okay, wir haben jetzt Pause bis etwa 10 vor 3. Dann könnt ihr in Ruhe Mittag essen, wenn ihr wollt, oder auch Kaffee trinken. Draußen ist die Ausgabe vom Essen, ja? Also, bis nachher. Die Kinder können wieder kommen jetzt und nachher automatisch wieder zur Kinderbetreuung. Danke. Please, I have kept the box here. You want to put the name of your family? Also, die Schachtel ist hier vorne, falls ihr den Namen eurer Familie da reinstecken wollt. Anytime you can place them. Das könnt ihr jederzeit machen. Your family name and the people who are alive in your family, not those who died. Euer Familiennamen und die Leute, die in eurer Familie leben, sind nicht gestorben. And today's mass will be for that intention. Und die heilige Messe von heute wird für diese Intention sein.